Sakora Tehuaxtle erzählte in einem Interview nach all den Ereignissen, dass sie sich einfach ein besseres Leben für ihre Tochter gewünscht habe und glaube, dass sie nicht hätte verlassen sollen. Dann wäre all das nicht passiert. Sakora musste mit gebrochenem Herzen im Gerichtssaal sitzen und mit anhören, wie ihre Tochter, eine Mitarbeiterin der Stadtpolizei von Tijuana namens Alina Tehuaxtle, zu Unrecht verurteilt worden war. Tatsächlich ist dies die Geschichte einer jungen Frau, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt wurde, sich jedoch wehrte und dafür beinahe eine vernichtende Strafe erlitten hätte. Alina Mariel Narciso Tehuaxtle wurde 1995 in der Stadt Córdoba im Bundesstaat Veracruz im Südosten Mexikos geboren. Im Jahr 2018 zog Alina zusammen mit ihrer Mutter Sakora Tehuaxtle und ihrem Bruder Edwin Narciso in die Stadt Tijuana, die im Bundesstaat Baja California im äußersten Nordwesten des Landes liegt und somit im Westen und Süden an die Vereinigten Staaten grenzt. In späteren Interviews erzählte Sakora, dass sie beschlossen hatte, mit ihren Kindern in eine neue Stadt zu ziehen, da Tijuana als Zentrum verschiedener Industriezweige, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Herstellung medizinischer Geräte, mehr Möglichkeiten bot als Córdoba, wo vor allem Landwirtschaft und Industrie prägend sind. Außerdem hoffte sie, dass ihre Kinder dort studieren könnten und sich so eine gute Zukunft sichern würden. Schon von klein auf zeigte Alina großes Interesse an Sozialarbeit und wollte Psychologie studieren, um Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen zu können. Die Familie und Freunde der jungen Frau beschrieben sie als starke und entschlossene Frau, die sich den Schwierigkeiten des Lebens stellte. In der Vergangenheit war sie Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden, und obwohl sie sich an die Polizei wandte, wurde ihre Anzeige nicht ernst genommen. Daher unternahmen die Behörden in dieser Angelegenheit nichts. Trotz der Schwierigkeiten behielt Alina eine positive Einstellung und versuchte stets, in allem nur das Gute zu sehen. Gerade diese optimistische Haltung ließ sie glauben, dass die mangelnde Unterstützung durch die Behörden sie stärker machen würde, und sie war fest entschlossen, so etwas in Zukunft nicht mehr zuzulassen. Dieser Wunsch, ihre Unversehrtheit zu schützen, veranlasste sie 2018 dazu, in die Reihen der Polizei, des Sicherheitsministeriums und des städtischen Zivilschutzes von Tijuana einzutreten, um schließlich in einen Bereich wechseln zu können, der sich auf die Unterstützung von Frauen konzentriert, die unter geschlechtsspezifischer Gewalt leiden. Genau dort lernte Alina einen Mann kennen, der ihr Leben völlig veränderte. Dieser Mann hieß Luis Rodrigo Juárez Arellano. Zu dieser Zeit arbeitete er als Beamter der Stadtpolizei. Über Luis ist nur sehr wenig bekannt, lediglich, dass er am 30. Juli 1991 geboren wurde und im September 2011 in den Polizeidienst eintrat. Zum Zeitpunkt seiner Begegnung mit Alina war Luis bereits seit 7 Jahren bei der Polizei. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er als erfahrenerer Beamter zu ihrem Vorgesetzten ernannt wurde. Sie freundeten sich schnell an. Und ebenso schnell entwickelte sich aus der Freundschaft ein romantisches Interesse. Etwas mehr als 1 Jahr nach Beginn der Beziehung beschloss das Paar, zusammenzuziehen und in der Stadt Ciudad Santa Rosa, unweit von Playas de Tijuana, zu leben. Anscheinend war die Beziehung von Anfang an turbulent. Nach späteren Schilderungen von Alina hatte Luis Alkoholprobleme und besuchte mehrmals pro Woche Partys, auf denen er sich stark betrank. Dies wirkte sich auch auf Alina aus, die ebenfalls zu trinken begann. Außerdem hatte sich Alinas Persönlichkeit, seit sie zusammenlebten, drastisch verändert. Ihre Mutter erzählte, dass sie bemerkt habe, dass sie viel nervöser geworden sei, und obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt wohnten, habe ihre Tochter aufgehört, sie zu besuchen. In den seltenen Fällen, in denen es ihnen doch gelang, sich zu treffen, bemerkte Sakora zahlreiche Blutergüsse und Spuren von Verletzungen am Körper der jungen Frau, doch die 24-jährige Frau bestritt stets, von ihrem Partner misshandelt worden zu sein. In Wirklichkeit war das eine Lüge, und neben körperlicher Gewalt manipulierte Luis die junge Frau oft oder machte ihr Eifersuchtsszenen. Er verfolgte Alina ständig und verlangte von ihr, ihm zu erzählen, wo und mit wem sie jeden Augenblick des Tages gewesen war. Mehrmals, als die junge Frau die Beziehung beenden wollte und sich zu einem Gespräch entschloss, gelang es Luis irgendwie, sie davon abzubringen, und Alinas Qualen gingen weiter. Es ist anzumerken, dass, obwohl einige Medien und Nachrichtenportale das Paar als Eheleute bezeichnen, es keine offiziellen Bestätigungen dafür gibt.
Letztendlich entschloss sich Alina doch zur Trennung und verließ Luis im Jahr 2019. Trotz der Überredungsversuche ihrer Mutter reichte sie keine offizielle Anzeige wegen häuslicher Gewalt bei der Polizei ein. Sakura Teoaxtle erzählte, dass sich Alina und Luis genau am 22. Oktober 2019 trennten und merkte an, dass sie sich gut an diesen Tag erinnere, da es offensichtlich war, dass Alina aufrichtig Angst vor ihrem Partner hatte. Ihre Angst war so stark, dass auch die Kollegen der jungen Frau dies bemerkten. Deshalb schickte einer der jungen Beamten namens Salceda sogar eine Streife zum Haus des Paares, damit Alina ihre Sachen holen konnte. Alina kehrte zu ihrer Mutter zurück und begann eine psychologische Behandlung, um die Probleme zu bewältigen, die mit der Misshandlung durch ihren ehemaligen Partner sowie mit früheren traumatischen Erfahrungen zusammenhingen. Nach kurzer Zeit kehrte Alina erneut zu Luis zurück. Sie zogen nicht wieder zusammen, sondern lebten getrennt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Luis eine Beförderung erhalten und Alina hoffte, dass er sich zum Besseren wandeln und sein Versprechen einhalten würde, mit dem Trinken aufzuhören. Natürlich täuschte der Mann sie erneut, trank weiterhin übermäßig Alkohol und begann wieder, sie grausam zu behandeln. Luis' jähzorniges Temperament, verschlimmert durch seine Abhängigkeiten, führte zu einem tragischen Ausgang und Alina sah sich gezwungen, in Notwehr zu handeln, um ihr Leben zu schützen. Alles geschah am frühen Morgen des Donnerstags, dem 12. Dezember 2019. Am Abend zuvor war Alina in dem Haus geblieben, in dem sie zuvor 4 Monate lang gelebt hatten. Die junge Frau schlief, bis Luis irgendwann nach Hause kam, stark betrunken und unter dem Einfluss einer illegalen Substanz. Ohne jeden Grund griff Luis Alina an. Er begann sie zu schlagen und versuchte schließlich, sie zu erwürgen. Irgendwann gelang es der jungen Frau, sich zu befreien, und sie begann, Luis anzuflehen, aufzuhören. Doch er stürzte sich mit noch größerer Wut erneut auf sie. Unter Schock und von unglaublicher Angst erfüllt, gelang es Alina, Luis' Dienstwaffe zu ergreifen und zu schießen, um ihn bewegungsunfähig zu machen. Obwohl Alina mit dem ersten Schuss schweren Verletzungen verursachte, konnte der 28-jährige Mann noch fest auf den Beinen stehen und setzte daher seinen Angriff fort. Er sagte ihr, dass er es für sie tun würde, wenn sie sich nicht selbst umbringe, damit sie gemeinsam sterben könnten. Alinas Aussage zufolge schloss sie nach diesen Worten die Augen und drückte noch 4-mal den Abzug. Sakura, die in der Nähe wohnte, hörte Schreie und dann Schüsse aus dem ehemaligen Haus ihrer Tochter und eilte sofort dorthin. Als sie das Haus betrat, war klar, dass es bereits zu spät war und das Schlimmste bereits geschehen war. Luis lag in einer Lache seines eigenen Blutes auf dem Boden und zeigte keine Lebenszeichen. Mutter und Tochter riefen sofort den Rettungsdienst an. Alina leistete bei ihrer Festnahme keinen Widerstand und sagte nichts, selbst als ihr Mord unter Ausnutzung ihrer dienstlichen Stellung vorgeworfen wurde, obwohl sie in Notwehr gehandelt hatte. Der nächste Schritt der Behörden war die Durchsuchung des Hauses des getöteten Polizisten, wo leere Alkoholflaschen und Reste illegaler Substanzen gefunden wurden. Im Obduktionsbericht wurde festgestellt, dass sich genau diese Substanzen zum Zeitpunkt seines Todes im Blut von Luis befanden. Alina wurde nach ihrer Festnahme ebenfalls einer routinemäßigen medizinischen Untersuchung unterzogen. Dabei wurden bei der jungen Frau eine Reihe von Verletzungen an verschiedenen Körperteilen wie Gesicht, Rumpf, Gliedmaßen und Brust festgestellt. Außerdem wies sie offene Wunden an den Lippen auf. Obwohl die Verletzungen und die Aussagen gemeinsamer Bekannter des Paares darauf hindeuteten, dass Alina das Opfer in diesem Fall war, erklärte Guillermo Ruiz Hernández, der damalige Leiter der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates, auf einer Pressekonferenz im Dezember 2019, dass die junge Frau keinerlei Verletzungen aufgewiesen habe und stellte den Fall so dar, als habe sie einen vorsätzlichen Mord begangen. Nach dem Vorfall im Jahr 2020 organisierte die Tochter des ehemaligen Staatsanwalts Carla Ruiz McFarland, die erste Bürgermeisterin von Tijuana, eine posthume Ehrungszeremonie im Park Plaza del Policía zu Ehren von Luis Rodrigo Juárez und einem weiteren getöteten Polizisten. Im selben Jahr, noch bevor der Prozess im vollen Umfang vorankommen konnte, wurde die Welt von der Covid-19-Pandemie eingeholt. Der Gesundheitsnotstand führte zu einer massiven Isolation der Menschen, was wiederum eine Aussetzung der Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit zur Folge hatte. Und genau das geschah auch mit Alina.
Das Gerichtsverfahren gegen die junge Frau begann erst im Jahr 2022, fast 3 Jahre nach den tragischen Ereignissen. Laut Berichten der lokalen Presse war Staatsanwalt Guillermo Ruiz Hernández dafür bekannt, dass er Genderfragen völlig ignorierte. Er führte seine Ermittlungen ohne Berücksichtigung dieser Problematik durch und stellte wiederholt nicht die Täter, sondern die Opfer von Gewalt unter Strafe, selbst wenn es um Fälle ging, die Minderjährige betrafen. Genauso ging der Staatsanwalt auch mit Alina um. Ohne auch nur zu versuchen, sich in den Kern des Falles zu vertiefen, forderte er für die junge Frau die Höchststrafe. Verschiedene Berichte versichern jedoch, dass diese Entscheidung durch die breite Berichterstattung über den Fall in den Medien ausgelöst wurde. Im selben Jahr kam es zu einem Führungswechsel in der Behörde und Ricardo Iván Carpio Sánchez trat die Nachfolge von Guillermo an. Eines der bekannten Nachrichtenportale wandte sich an den neuen Leiter der Generalstaatsanwaltschaft, damit er den Grund für die Forderung seines Vorgängers erläutere. Ricardo schloss sich der Meinung von Guillermo an und erklärte, dass Alinas Handlung keine reine Notwehr gewesen sei. Später fügte er hinzu, dass er zwar die Probleme der geschlechtsspezifischen Gewalt verstehe, Alina jedoch genauso verurteilt werden müsse wie jeder andere, der eine ähnliche Tat begangen hätte. Leider hielt die ungerechte Behandlung von Alina an und wurde sogar noch härter, als der Prozess unter der Leitung von Richter Daniel Aguilar Patiño begann. Aus zuverlässigen Quellen ist bekannt, dass der Angeklagten beigeordnete Anwalt seine Pflichten als Verteidiger nicht erfüllte, da er zu keinem Zeitpunkt Argumente zu ihren Gunsten vorbrachte und die körperliche Gewalt, die durch Berichte während ihrer Haftzeit belegt war, nicht erwähnte. Zudem wurden die Ergebnisse der Obduktion von Luis sowie die in seinem Haus gefundenen illegalen Substanzen ebenfalls nicht berücksichtigt. Dem Gericht wurden verschiedene Aussagen von Bekannten Alinas vorgelegt, die von zahlreichen Vorfällen häuslicher Gewalt berichteten, sowie Aussagen von Experten aus den Bereichen Kriminalistik, Psychologie und von ihrem persönlichen Therapeuten. Ein Zeuge, der möglicherweise den Verlauf des Gerichtsverfahrens hätte wenden können, war ein Beamter namens Salceda. Über ihn wurde bereits zuvor berichtet. Er war es, der eine Streife zu Luis' Haus schickte, damit Alina nach ihrer Trennung ihre Sachen holen konnte. Er wusste genau um die Gewalt, die die junge Frau erlebte, und auch einige ihrer Kollegen wussten genau davon. Doch alle weigerten sich auszusagen, vermutlich aus Angst vor ihren Vorgesetzten. Ohne angemessene rechtliche Unterstützung und ein geschlechtergerechtes Gerichtsverfahren waren alle Bemühungen Alinas, ihre Unschuld zu beweisen, vergeblich. Am 6. Oktober 2022, fast 3 Jahre nach jenem schrecklichen frühen Morgen im Dezember 2019, wurde Alina Marielle Narciso Theo Axtle zu 45 Jahren Haft verurteilt. Die junge Frau sollte ihre Strafe im Gefängnis von Tijuana verbüßen, wo sie bereits seit 2019 inhaftiert war. Darüber hinaus verurteilte Richter Aguilar sie zur Zahlung von $28.000 an die Familie des Opfers sowie zur Übernahme der Gerichtskosten. Nach der Urteilsverkündung wandte sich Alina sowohl an den Staat als auch an die Staatsanwaltschaft, um ihnen ironisch für ihre Entscheidung zu danken, da dies ihrer Meinung nach einmal mehr bewiesen habe, dass im mexikanischen Justizsystem das Patriarchat herrsche. Am 8. November desselben Jahres wurde beim Gericht Berufung gegen ihr Urteil eingelegt. Verschiedene feministische Gruppen mobilisierten sich aus Solidarität mit der zu Unrecht verurteilten jungen Frau. Auch Alinas Mutter Sakura Tehu Axtle schloss sich dem Kampf für Gerechtigkeit an und setzte alles daran, dass der Fall ihrer Tochter erneut geprüft wurde. Die meisten Demonstrationen fanden auf einer der Hauptverkehrsadern von Tijuana statt, der Avenida de la Revolución. Außerdem fanden Kundgebungen an symbolträchtigen Orten der Stadt statt, wie dem Kulturzentrum von Tijuana, dem Gebäude der staatlichen Justizbehörde und vor dem Gefängnis, in dem Alina inhaftiert war. Es gelang der jungen Frau, aus dem Gefängnis Kontakt aufzunehmen, und während des Telefonats dankte sie allen, die sich engagierten, und insbesondere ihrer Mutter, die zur treibenden Kraft der Protestbewegung wurde. In einem Interview mit den Medien berichtete Sakura Tehu Axtle, dass das Ministerium für kommunale Sicherheit und Bürgerschutz von Tijuana sich nie bei ihnen gemeldet habe und das Problem der geschlechtsspezifischen Gewalt weiterhin ignoriere. Sie erzählte auch, dass ihre Tochter den Mut gehabt habe, sich selbst zu verteidigen, indem sie die Fähigkeiten nutzte, die sie während ihres Dienstes bei der Polizei erworben hatte. Und nun habe sich eben diese Polizei einfach von ihr abgewandt.
Der Kampf um die Freiheit für Alina trug erst am 24. Mai 2023 Früchte, nachdem die Richterinnen der 5. Kammer, Sonia Mirella, Beltran Medina und Miriam Tumania Arambula, den Fall überprüft und einstimmig entschieden hatten, dass Alina in Notwehr gegen ihren Angreifer gehandelt habe. Die Richterinnen ordneten die sofortige Freilassung von Alina an und leiteten zudem ein Verwaltungsverfahren gegen Richter Daniel Aguilar ein, der die unschuldige junge Frau 6 Monate zuvor verurteilt hatte. Sie wiesen den Justizrat an, dass gegen ihn eine Strafe verhängt und ihm untersagt werden müsse, weitere Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt zu verhandeln. Schließlich ordneten sie eine obligatorische Fortbildung für den Staatsanwalt an. Nach ihrer Freilassung berichtete Alina der Öffentlichkeit von der Zeit, die sie im Gefängnis verbracht hatte, und von den Auswirkungen, die der gesamte Prozess auf ihre psychische Gesundheit hatte. Die 27-Jährige erklärte, dass die Haftanstalt zwar überfüllt war, die Haftanstalt, in der sie seit 2019 inhaftiert war, jedoch im Vergleich zu anderen Einrichtungen zu den besseren gehörte. Dort freundete sie sich mit Frauen an, mit denen sie ihren Alltag teilte, fand zu ihrem Glauben zurück und schloss sich einer Gruppe evangelikaler Christinnen an. Alina, die den Großteil ihrer Zeit mit kirchlicher Arbeit verbrachte, berichtete, dass ihre ersten Monate im Gefängnis die schwersten gewesen seien. Sie wurde für ein Verbrechen verurteilt, bei dem sie selbst das Opfer war, und litt jeden Tag unter Albträumen und einer überwältigenden seelischen Belastung. Dank therapeutischer Behandlung und der Unterstützung der Kirche gelang es Alina jedoch, weiterzumachen, und sie begann sogar vor ihrer Entlassung Management zu studieren. Alina veröffentlichte zudem einen Dankesbrief in der digitalen Ausgabe einer lokalen Zeitung. Dort schilderte sie, wie dankbar sie ihrer Mutter Sakora ist, die sich vor der Urteilsverkündung im Oktober 2022 an das Zentrum für Frauenjustiz gewandt hatte, um sich rechtlich beraten zu lassen und Rechtsbeistand zu erhalten. Obwohl Sakora von einer Armee von Frauenrechtsaktivistinnen begleitet wurde, gab es Fälle, in denen sie allein zu Demonstrationen ging, doch sie verlor nie die Hoffnung und hörte nie auf zu glauben, dass sie Gerechtigkeit für ihre Tochter erreichen würde. Alina merkte an, dass ihre Mutter bewundert werden sollte, denn obwohl sich die gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Geschichte richtete, gehe es in Wahrheit um den Kampf vieler Frauen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Obwohl sich die Polizei während des gesamten Verfahrens von ihr abgewandt hatte, reichte Alina bereits 3 Tage nach der Aufhebung des Urteils einen Antrag auf Wiedereinsetzung in ihr Amt beim Ministerium für Sicherheit und Bürgerschutz ein. Dennoch trat sie im Juli 2023 nach nur einem Monat im Amt zurück. Alina fand auch Wege, den Insassinnen der Untersuchungshaftanstalt zu helfen, in der sie fast 4 Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Bis heute spendet sie weiterhin Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs an das Gefängnis, da sie überzeugt ist, dass viele Insassinnen unschuldig sind oder keine Angehörigen haben, die sie unterstützen könnten. Alina brachte ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass niemand unter mangelnder Ernährung oder Hygiene leiden sollte, nicht einmal Häftlinge. Die Demonstrationen feministischer Kollektive dauerten noch mehrere Monate an, nachdem Alina aus dem Gefängnis entlassen worden war. Im Juli 2023 versammelte sich eine Gruppe von Aktivisten im Park Plaza del Policía, um Luis' Gedenktafel eigenhändig zu entfernen. Später erklärte die Gruppe, dass sie die Behörden bereits 2 Monate zuvor aufgefordert hatten, die Gedenktafel zu entfernen. Da sie keine Antwort erhielten, beschlossen sie, selbst aktiv zu werden. Der Einfluss, den dieser umstrittene Fall auf die mexikanische Gesellschaft hatte, endete damit jedoch nicht. Bevor sie freigelassen wurde, war Alina an der Ausarbeitung eines Gesetzes mit dem Namen Alina-Gesetz beteiligt, das nach ihr benannt wurde und darauf abzielt, dass alle Strafverfahren wegen geschlechtsspezifischer Gewalt im sozialen Kontext betrachtet werden, unter Berücksichtigung von Fällen psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt, sowie der Folgen, die durch die posttraumatische Belastungsstörung der Opfer solcher Verbrechen hervorgerufen werden. Der Gesetzentwurf wurde am 12. Januar 2023 von der Abgeordneten Liliana Michelle Sanchez Allende dem Kongress des Bundesstaates zur Prüfung vorgelegt, also 3 Monate bevor es Alina gelang, ihre Unschuld zu beweisen. Die Abgeordnete versicherte, dass sie dank dieser Initiative mindestens 6 mögliche Änderungen am Strafgesetzbuch von Baja California identifizieren konnten.
Im August 2023 verabschiedete der Kongress mit 22 Ja-Stimmen und einer Enthaltung das Alina-Gesetz, was einen wichtigen Meilenstein im mexikanischen Rechtssystem darstellte, in dem nach Ansicht der Befürworter dieses Vorschlags die Rechte der weiblichen Bevölkerung aufgrund weit verbreiteter Ungleichheit beeinträchtigt waren. Alinas Fall war ein kleiner, aber wichtiger Sieg im Kampf der feministischen Bewegungen in einem Land, in dem laut einer Umfrage des 2022 veröffentlichten nationalen Berichts über die Dynamik familiärer Beziehungen etwa 50 Millionen Frauen im Alter von 15 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt waren. Nach den Strapazen, die sie durchgemacht hatten, erklärten Alina und ihre Mutter Sakora ihre Absicht, ihren Kampf als Aktivistinnen fortzusetzen, um die notwendigen Veränderungen voranzutreiben, die zu einer gerechteren und freieren Gesellschaft beitragen können, in der Frauen ohne Angst und ohne Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts leben können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.